Wir haben uns entschieden, nicht nach Hause zu fahren, sondern unsere Reise weiter fortzusetzen. Wir waren ja in Österreich, wir waren in Wien am Wörthersee und jetzt geht es in Deutschland weiter. Wir sind gestartet vom Chiemsee und fahren zum Brombachsee zu einem Stellplatz. Und den möchte ich heute vorstellen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Schnell nochmal ein Blick auf die Karte. Der Brombachsee liegt südwestlich von Nürnberg. Wir stehen jetzt direkt an der Zufahrt zum Stellplatz. Hier gibt es auch Parkplätze für PKWs. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir genau hin müssen und welche Schilder für uns wichtig sind. Auch die Preise standen hier schon gleich auf der Zufahrt am Schild. Der Stellplatz gehört zum Segelhafen hier von Ramsberg und wird von denen auch betreut, von dem Hafenmeister, wenn ich das richtig weiß. Und wir sehen ihn hier schon auf der rechten Seite. Jetzt müssen wir aber erstmal End- und Versorgen und somit suchen wir erstmal die End- und Versorgung. Die ist hier nämlich nicht auf dem Platz. Dazu muss man zum Segelhafen hinfahren. Das wussten wir natürlich nicht, als wir hier angekommen sind. Wir haben andere Camper danach gefragt und bekamen die Auskunft, dass wir noch etwa 200 Meter weiterfahren müssen bis zum Hafen und dort ist die Entsorgung. Wir wollen hier einige Tage bleiben. Wir haben Mittwoch, den 24. Mai und am Wochenende ist Pfingsten. Also werden wir die Tage hier am Brombachsee verbringen, weil wir aus Erfahrung wissen, Pfingsten wird es überall voll und man bekommt nicht immer einen Platz. Das Wetter ist im Moment ja nicht so sehr schön hier, aber das soll sich ändern. Pfingsten kommt und die Sonne soll kommen. Es soll sehr schönes Wetter werden. Darüber freuen wir uns natürlich. Jetzt ein Blick hier auf den Hafen. Der ist natürlich bei diesem trüben Wetter nicht so schön anzuschauen, aber das wird sich jetzt ändern in den nächsten Tagen. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Stellplatz, weiß ich nicht, 200-300 Meter, geht hier eine schmale Straße, die führt dann direkt zur Einfahrt zum Stellplatz. Der Platz liegt hier auf der linken Seite, er hat 28 Parzellen und man kann bis zu einer Länge von 9 Meter mit dem Mobil den Platz benutzen. Wir sind hier am frühen Nachmittag angekommen. Der Platz ist schon gut besucht, aber es gibt aber noch ausreichend freie Plätze. Allerdings muss man ein bisschen gucken mit der Länge. Hier in der Mitte, also auf der rechten Seite, die Plätze, die sind etwas tiefer. Da kann man mit einem Mobil unserer Länge besser stehen als auf der linken Seite oder ganz rechts. Der Platz ist so ein bisschen terrassenförmig angelegt. So können wir mit etwas Glück noch bis zum See hinschauen. Am nächsten Tag, wie vom Wetterbericht versprochen, schönes Wetter, Sonnenschein, angenehme Temperaturen. Und wir haben jetzt Donnerstag vor Pfingsten und der Platz füllt sich. Strom gibt es auch hier auf dem Platz. Die Kilowattstunde kostet 50 Cent. Vom Stellplatz bis zum Seeufer sind es vielleicht 200 Meter. Hier haben wir eine große Liegewiese. Hier haben wir aber auch einen Badestrand. Die Wassertemperaturen aktuell 17 Grad, aber die werden in den nächsten Tagen steigen. Die Platzgebühr muss an einem Parkautomat bezahlt werden, der ist an der Zufahrt zum Stellplatz. Hier kann man mit einer IC-Karte bezahlen, das hat allerdings nicht funktioniert. Wir haben bar bezahlt mit Schein und Hartgeld. Die Platzgebühr beträgt bei dem Kombi-Ticket, also Tag und Nacht, 17 Euro. Darin ist enthalten auch Toiletten- und Duschennutzung. Also Duschen ist dann auch kostenlos. Wer Toilette und Dusche nutzen will, der muss zum Hafen laufen. Ich schätze mal 200 Meter. Dort gibt es ein Gebäude, dort sind dann die sanitären Anlagen untergebracht. Mit dem Ticket, was man bekommen hat bei der Bezahlung, erhält man einen Zahlencode. Damit kann man dann die Türen hier öffnen und die sanitären Einrichtungen nutzen. Wir haben sie nicht genutzt, deshalb kann ich darüber keine Auskunft geben. Jetzt ein paar Worte zum See, der Brombachsee, oder man muss sagen, es ist den großen Brombachsee und den kleinen Brombachsee. Er ist einmal ein Stausee, aber er ist auch ein Freizeit- und Badesee. Es gibt auch die Möglichkeit, mit dem Schiff die Umgebung zu erkunden. Es gibt mehrere Anlegestellen hier rund um den See. Eine befindet sich auch in der Nähe des Stellplatzes. Informationen und den Fahrplan
zu diesem Schiff findet man auch im Internet, auch die Preise werden dort angegeben. Es gibt hier viele Freizeitmöglichkeiten, so kann man zum Beispiel auch den See mit dem Fahrrad umrunden, sind circa 30 Kilometer. Es gibt hier gut ausgebaute Fuß- und Fahrradwege. Da sich die Steigungen hier in Grenzen halten, kann man hier auch mit Kindern mit dem Fahrrad fahren. Wassersport ist hier auch angesagt, Segeln, Paddeln, allerdings Motorboote, denke ich, sind hier nicht zugelassen. Einen großen Campingplatz gibt es auch direkt am See. Wer also mit dem Wohnwagen unterwegs ist, kann hier diesen schönen Campingplatz nutzen. Es gibt überall am See immer wieder Badestellen. Also wer jetzt nicht direkt mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen hier am See steht, kann also auch so mit dem Pkw hierher fahren. Es gibt Parkplätze und dann hier diese Badestellen nutzen. Jetzt sind wir am kleinen Brombachsee und hier gibt es einen großen Stellplatz, Badehalbinsel Absberg heißt das, glaube ich. Und hier können bis zu 500 Wohnmobile stehen. Und wir haben jetzt Pfingsten und man sieht, es stehen viele Wohnmobile hier auf diesen Plätzen. Es sind schon verschiedene Wiesen, die hier eben ausgewiesen sind als Stellplatz. Eine Parzellierung gibt es hier scheinbar nicht. Hier kann man sich hinstellen, wie man möchte. Es gibt eine End- und Versorgung. Es soll auch Duschen und Toiletten geben. Ich habe mir das nicht angesehen. Preislich ist er ähnlich wie der Platz, wo wir stehen. Hier zahlt man 18 € für 24 Stunden. Allerdings ist man hier nicht direkt am See. Wenn man ein bisschen wegfährt vom See, dann kommt man auch vorbei, zum Beispiel hier an einer Wassermühle. Diese Wassermühle ist schon sehr alt, ist aber noch in Funktion und man bekommt eine genaue Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Und im Inneren des Gebäudes gibt es Videos zu sehen. Dort wird erklärt, was man mit der Wasserkraft alles machen kann und wie was gemacht wurde. Zurück zu unserem Stellplatz. Wir sehen das Ganze hier nochmal von oben. Rechts unten in der Ecke, dort gibt es gastronomische Betriebe, etwa 200 Meter vom Stellplatz entfernt. Rund um den See gibt es weitere Gaststätten und Restaurants. Also wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird irgendwo immer was finden, wo er einkehren kann. Wir sind ja an dem Mittwoch vor Pfingsten hier angekommen. Jetzt inzwischen ist Pfingsten und der Stellplatz ist voll belegt, bis auf den letzten Platz. Auch am Strand oder am Badestrand hier ist richtig was los. Hier kommen viele aus der Umgebung her, um die Freizeit hier zu genießen. Auch einige Camper hier auf dem Stellplatz sind aus der näheren Umgebung und kommen immer gerne wieder hierher, so wie mein Nachbar auch. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Stellplatz und mein Nachbar, der heißt Olaf, der steht hier vor mir jetzt und den wollen wir jetzt mal befragen, wie es ihm so gefällt und warum er immer hierher kommt. Ja, moin, wie der Bayer sagt, ich bin Olaf und ich bin hier ganz gerne auf diesem Stellplatz, weil ich wohne 50 Kilometer von hier weg in einem kleinen beschaulichen Dorf und hier ist eine kleine Oase. Das heißt aber auch, diese Oase ist am Freitagnachmittag gerne schnell voll. Der Stellplatz kostet 17 €, das Ticket gilt, egal wann du kommst, bis zum nächsten Morgen 10 Uhr. Das heißt, du kannst Pech haben, dass du eben für 13 Stunden deine 17 € zahlst. Na, es ist ein Traum hier. Da unten ist der Brombachsee und heute ist ein bisschen voller. In der Regel in der Woche ist es leer und deswegen sind wir so gerne hier. Ja. Dankeschön, Olaf, für deine Ausführung. Was ich mir sagen lassen habe, bei Regenwetter soll es hier nicht so angenehm auf den Plätzen sein, teilweise zumindest, weil der Boden nicht fest ist, weicht er dann auf und man hat dann Matsch. Die Müllentsorgung direkt hier am Platz ist nicht optimal gelöst. Hier stehen 4 kleine Drahtkörbe.
Das ist die gesamte Müllentsorgung für den Platz. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auch sagen soll, ob Hunde erlaubt sind. Ich mache es mal so, wenn die Hunde nicht erlaubt sind, dann würde ich das extra sagen, denn die meisten Plätze oder an den meisten Plätzen sind Hunde erlaubt. Und hier auf diesem Platz natürlich auch. Wir haben hier einige Camper kennengelernt, so den Stefan auch. Der hat sich einen ehemaligen Krankenwagen ausgebaut zu einem Wohnmobil. Tschüss, es war mir ein Lachsbrötchen. Ja. Bis zum nächsten Mal hier. Ja. Sehen, ne? Stefan, der Mann von der DLRG. Ja. Mit dem Krankenwagen, ne? Ja, Passend. genau. Hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, mich auch. Ja, alles Ne, Gute dann macht's dir. gut, genau. Und auf weitere gute Berichte. Danke dir. Tschüss. Ciao. Immer mal wieder interessant, junge Menschen zu treffen, die ihr Wohnmobil selber ausgebaut haben. Bei mir spielt es keine Rolle, ob einer ein großes oder ein kleines Wohnmobil selbst ausgebautes hat. Für mich ist entscheidend der Mensch. Wir waren insgesamt 6 Tage hier auf dem Stellplatz am Brombachsee. Uns hat alles gefallen hier, für uns war alles in Ordnung. Ich würde sagen, das ist auch ein Platz, wo man vielleicht mal mit Kindern hinfahren kann, da man hier ja auch den Badesee hat und weitere Freizeitmöglichkeiten auch vorhanden sind. Der Platz hat sich inzwischen geleert. Wir haben Dienstag nach Pfingsten und auch für uns geht die Reise weiter. Unser nächstes Ziel wird ein Platz am Neckar sein. Auch darüber werde ich dann in der nächsten Zeit berichten. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.